Ich heiße Sima und wollte mal über die Auflösung meiner Allergien mit den 5 biologischen Naturgesetzen was erzählen. Ich habe vor 3, 4 Jahren habe ich das erste Mal mit diesem Konzept oder damit eben Kontakt gehabt und habe gemerkt, das ist total super. Das erklärt ganz, ganz viele Dinge. Vor allen Dingen auch da, wo eben im therapeutischen ja irgendwie nicht so richtig weiterkommen ist. Ja, und dann habe ich eben da mich rein vertieft und bin unter anderem zu diesem Allergieauflösungskurs von Ingmar und Thorsten gekommen. Und den habe ich letztes Jahr dann auch umgesetzt. Und das kam so. Ich habe also in Köln gewohnt und die Birkenpollen und was eben so alles blüht im Frühjahr, hatte begonnen und ich hatte einen fürchterlichen Tag. Ich konnte echt kaum aus den Augen gucken. Ich habe sehr viel so mit Niesen, Jucken, Ohren, Hals, also solche Sachen zu tun, kein Asthma. Ja, und dann habe ich eben diesen Kurs angefangen und habe diese Blätter eins nach dem anderen wirklich total schnell durchgemacht. Es war so wie so reif dafür. Und hatte so einen Erfolg damit, dass ich also während dieser Pollenzeit, in dieser Saison, immer wenn es anfing, irgendwie mal zu kitzeln oder ich mal irgendwie angefangen habe, dann doch wieder zu niesen. Also ich habe nichts eingenommen, ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe wirklich nur diese, ja, ich sag mal, irgendwie auch Persönlichkeits- und Bewusstseinsarbeit gemacht. Ja, dann war das weg. Und ich konnte das echt nicht glauben. Also ich konnte schon glauben, aber es war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und dieses Jahr war ja nochmal wieder Test. Und auch wenn ich das jetzt nicht mehr im gleichen Setting verbracht habe, also nicht mehr da in Köln, sondern woanders, so habe ich doch eben gemerkt, da ist gar nichts mehr. Und wenn mal was kam, habe ich sofort wieder mich erinnert und ja. Ja, und wie kam das überhaupt? Also ich habe aufgrund dieser wirklich sehr guten und wichtigen Fragen habe ich halt mal geforscht, wo könnte die Ursache liegen. Und bei mir hat das angefangen, als ich 19 war, beziehungsweise etwas früher. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Also 19 erinnere ich mich ganz klar oder 18, das war schon ziemlich übel. Aber ich glaube, es hat schon ein bisschen früher angefangen. Und es gab damals ein Erleben, was sehr viel mit Selbstwert zu tun hatte. Und dieses Erleben fiel mit der Zeit im Frühjahr zusammen, als halt die Birken geblüht haben. Und das wird sicherlich nicht das erste Mal gewesen sein, dass ich dieses Erleben gehabt habe. Sowas liegt ja meistens viel tiefer in der Kindheit. Aber das war halt so ein Anker, wo ich das wirklich dran erkennen konnte. Und ich habe mich dann beobachtet, jetzt in der Jetztzeit, immer wenn irgendwas aufgetaucht ist, hatte ich dieses Hintergrundprogramm, dass ich an irgendwas gedacht habe oder gerade mich irgendwie gefühlt habe, was genau diesen Punkt angesprochen hat. Und wenn ich mir dann das bewusst gemacht habe und mir darüber klar geworden bin, dass das gerade passiert, war es damit gut, weil ich damit das Ganze, ja, dem Ganzen eigentlich die Kraft und die Energie entzogen habe und damit es auch keinen Ausdruck mehr brauchte, wie eben die Allergie, um es mir zu zeigen, dass es da ist. Ja, genau. Und mit den Katzen ist es im Prinzip genauso gewesen, Katzenallergie. Ich hatte früher Katzen, also bei uns zu Hause halt, und es hat auch so in der ähnlichen Zeit angefangen. Da war es allerdings irgendwie dann, glaube ich, doch noch ein bisschen was anderes. Meine Katze, die hatte, also was halt ein Freigänger und ja, hatte halt natürlich dann alles, was so Katzen dann mitbringen, an Flöhen, Zecken, keine Ahnung. Und die Zecken und die Flöhe haben halt nicht nur meine Katze irgendwie geliebt, sondern eben auch sehr mich, sodass ich eine Zeit lang echt mega zerstochen war und da wirklich Stress mit hatte. Ja, und das hat sich sicherlich eben auch irgendwie in gewisser Weise für mich existenziell angefühlt, weil ich ja nicht wusste, wie ich dem Herr werden sollte zu der Zeit. Genau.
Und darum geht es ja. Es geht ja immer darum, dass es eine richtig heftige eigene Wahrnehmung von etwas ist. Für jemand anders kann das sein, warum ist denn das so schlimm gewesen? Ja, war es halt in dem Moment. Genau, und dann hat das eben auch angefangen mit den Katzenhaaren. Ja, und das ist jetzt so gut wie weg. Also ich traue mich jetzt noch nicht so richtig, mich so in eine Katze reinzukuscheln. Aber wenn ich sie anfasse und mir danach ins Gesicht und an die Augen zum Beispiel gehe, klassisch, habe ich keine Probleme mehr. Also von daher sehe ich das als gelöst. Ja, das wollte ich einfach mal erzählen. Ich weiß, dass ich damals auch bei dem Kurs den Bericht von jemandem gesehen habe und gedacht habe, echt, kann das sein? Und ich sage, ja, das kann sein. Das ist sogar super gut. Dieser ganze Ansatz mit diesem, also von Hamer halt, die neue Medizin, haben wir jetzt über die letzten 2 Jahre, über diesen Zirkus, den wir gerade haben, die Zirkus unheimlich gut als Leitlinie gedient, weil dadurch sehr, sehr vieles einfach überhaupt nicht mehr relevant ist und dementsprechend auch der Umgang damit ganz klar ist. Naja, auf jeden Fall will ich euch, Ingmar und Thorsten, danken dafür, dass ihr das echt so super macht und wünsche noch ganz, ganz vielen Menschen, dass sie in die Heilung gehen können und sich in Zukunft einfach nur noch gesund fühlen. Und damit liebe Grüße aus Köln.